Mein Name ist Paul Anderl, ich bin Künstler. I'm making off. Gab es ein auslösendes Ereignis, das dich zur Kunst geführt hat, oder hat sie sich einfach in dein Leben eingeschlichen? Das war ein Entstehen eigentlich. Also das Ziel war schon, Künstler zu sein und als Künstler zu leben, aber da Künstler kein Beruf ist, den man anfängt wie Tischler, dass man in eine Lehre geht, war es jetzt nicht so, dass ich vom ersten Moment an gesagt habe, ich werde als Künstler leben. Ja? Es ist mit der Zeit die Möglichkeit immer mehr entstanden, davon zu leben und nur von der Kunst zu leben. Aber das war ein langwieriger Prozess, aber die Entscheidung prinzipiell war schon relativ früh, also schon mit 16, 17, dass das Ziel wäre. Also ich selber erkläre ja meine Bilder nicht. Also wenn mir jemand fragt, was haben Sie sich gedacht bei dem Bild, kriegt er von mir nicht keine Antwort, sondern die Antwort, dass ich seine Fantasie nicht zerstören. Weil ich habe die Bilder gemacht, das heißt, wenn jetzt jemand kommt und sagt, was haben Sie sich gedacht bei dem Bild und ich sage XY, dann glaubt mir der das, weil ich habe es ja gemacht. Der hat aber ganz eine andere Idee vielleicht gehabt. Das heißt, ich gehe herum und zerstöre Visionen anderer Leute, meine Bilder betreffend. Und das wäre schade, finde ich. Ja. Das heißt, du magst es auch, wenn Leute deine Bilder selbst interpretieren? Nicht ausschließlich, aber hauptsächlich. Ja. Wenn jemand wirklich auf mich zukommt und sagt, er würde das wirklich gern wissen, was ich mir dabei gedacht habe, natürlich erzähle ich es dann. Das ist sonst kindisch. Aber prinzipiell sage ich immer dazu, bleiben Sie doch bei Ihrer Idee. Und das ist Ihr Bild mit Ihrer Idee. Ich bin sozusagen das Mittel zum Zweck, ich habe es gemacht. Das glaubt man intuitiv, dass das sozusagen so sein muss, weil ich es gemacht habe. Und das will ich eigentlich verhindern. Weil das verhindert eigentlich die wichtigste Form in der Kunst überhaupt, finde ich, nämlich, dass der Betrachter sich sein eigenes Bild macht. Als Künstler arbeitet man daran, dass man Stunden um Stunden sitzt und Ideen umsetzt. Und dann kann man, glaube ich, auch verlangen, dass der Betrachter hingeht und sich zumindest die Arbeit macht, dass er seine eigene Idee dazu entwickelt. Und wenn das nicht stattfindet, ist, glaube ich, auch das Interesse nicht so groß, dass es jetzt wichtig ist, dann auch noch Auskunft darüber zu geben. Ja, wenn man mal die Technik beschreibt, die ist deswegen bei meinen Arbeiten vielleicht ein bisschen mehr im Vordergrund als bei anderen Künstlern, weil ich eine sehr eigene Technik entwickelt habe. Also ich habe sie nicht ganz entwickelt selber, aber sie besteht aus einer Technik, die vor 250 bis 300 Jahren verwendet worden ist, bevor die Fotografie entwickelt worden ist. Die haben Maler verwendet, um sich Skizzen zu belichten. Sehr undeutliche Skizzen damals, muss man sagen, das war mit einer Camera Obscura. Da ist in einer Holzkiste, einfach gesprochen, eine lichtempfindliche Flüssigkeit aufgetragen worden, also in einem dunklen Raum. In die Holzkiste hat man vorne ein Loch reingemacht, die sogenannte Lochkamera, und hat das dann draußen hingestellt, eine Landschaft belichtet und hat dann eine perfekte Skizze und Größenproportion gehabt, was sehr, sehr schwierig ist in der Malerei. Und über das ist dann drüber gemalt worden. Und diese Technik ist mit der Schwarz-Weiß-Fotografie ausgestorben, weil sie nicht mehr notwendig war eigentlich. Also es hat sie niemand wirklich gebraucht und sie war damals sozusagen ein veralteter Ableger. Und ich habe dann 2000 herum ungefähr einen Chemiker übers Internet gefunden, der 1935 seine Doktorarbeit geschrieben hat über diese Technik. Mit ihm gemeinsam habe ich dann diese Basis zu dieser Technik entwickelt und ich habe die Technik dann weiterentwickelt mit modernen Mitteln und belichte dann diese Skizzen sozusagen auf eine Leinwand, schichtenweise, und ab einem gewissen Punkt sage ich die Skizze sozusagen, bei Skizze da ein bisschen untertrieben ist, das ist schon ein fertiges Bild, das man in sich auch so lassen könnte, aber ich habe vor ungefähr 10 Jahren erst beschlossen, dass ich auch drüber male, und das ist dann der Punkt, wo ich anfange, in diesem Bild zu malen. Das ist sozusagen das Finish, wenn man so will, also der letzte Schliff. Muss man nicht, kann man machen. Ich habe es bei vielen Bildern nicht gemacht. Der Betrachter sieht nicht, ob ich es gemacht habe oder nicht. Also die Technik in sich, bei der Technik ist mir sehr wichtig, dass sie trotzdem so puristisch bleibt, wie sie war, und dass ich sie so wenig wie möglich dann verändern.
sagen, dass deine Technik etwas Einzigartiges an sich hat? Ist das das, was deine Arbeit wirklich auszeichnet? Ja, das muss man jetzt vielleicht trennen. Auf der einen Seite, die Technik ist natürlich ein sehr wesentlicher Punkt meiner Arbeit, aber ich glaube, das kann man bei jeder Art von Kunst sagen, weil ohne die Technik, egal ob sie jetzt gut oder schlecht ist, ja, wenn ich jetzt eine Punkband hernehme, ist die erste Platte technisch meistens jetzt nicht so besonders gut, ja, aber das Gesamtding kann sehr gut sein. Und ähnlich ist es vielleicht bei meiner Technik auch dadurch, dass sie eben so einzigartig ist vielleicht, also dadurch, dass niemand anderer, zumindest kenne ich niemanden, der in der Technik arbeitet, muss man sagen leider, weil sie dadurch nicht vergleichbar ist es schon so, dass die Technik bei mir sehr im Vordergrund steht, gerade vom Betrachter aus gesehen. Weil die häufigste Frage, die ich gestellt bekomme, ist nicht, was haben sie sich gedacht bei dem Bild, sondern wie haben sie das gemacht. Weil die Leute halt das Bild anschauen und nicht wissen, was ist das jetzt? Ist das digital, analog, Druck, Malerei, Fotografie? Was könnte es sein? Und dadurch ist es natürlich ein immer fortwährender Prozess des Gefragtwerdens und dadurch lässt es auch nie nach, dass die Technik sozusagen einen gewissen zentralen Mittelpunkt dabei hat. Ich finde aber, dass die Technik für den Ausdruck der Bilder sekundär ist. Aber das ist trotzdem sehr, sehr schwierig, das zu sagen. Wenn du vor deiner Arbeit sitzt oder während du arbeitest, welche Emotionen empfindest du? Ich arbeite sehr, sehr gern. Dadurch ist es fast in allen Fällen so, dass mir die Arbeit Spaß macht oder sie mich fasziniert. Das heißt nicht immer, dass ich jetzt zu 100% euphorisch vor meinen Arbeiten stehe, aber es verlangt mir keine große Mühe ab zu beginnen. Ja. Ist es für dich schwierig, ein Werk als vollendet zu sehen oder neigst du dazu, es immer noch verbessern zu wollen? Nein, das ist interessanterweise, ein Freund von mir hat einmal zu mir gesagt, das ist meine Superkraft sozusagen, so im Spaß. Ja. Er ist selber Maler und er neigt dazu, Bilder Monate, Jahre lang immer wieder rauszuholen und weiterzumalen und hin und her. Und ich habe eigentlich ziemlich genau die Vision, wie das Bild am Ende ausschauen wird. Und ich habe auch ziemlich genau den Punkt, wo ich sage, das ist es jetzt. Und wenn ein Bild fertig ist und ich sage, das ist ein Bild, das stelle ich aus, das zeige ich her, ist es nie so ein Wiggelwoggel gewesen, dass ich jetzt weiß, okay, braucht es noch was, sondern da bin ich sehr entschlusskräftig, dass ich sage, Punkt, das war's. Und wenn du ein Bild dann hergibst, verkaufst zum Beispiel, empfindest du so etwas wie Trennungsschmerz? Zum Beispiel, wenn ich ein Bild verkaufe, das gerade fertig geworden ist es so, dass ich oft darum bitte, dass es noch 2-3 Wochen da hängen bleibt, weil ich es mir ganz gern anschaue. Trennungsschmerz in dem Sinn nicht, weil für mich der Prozess wichtig ist, aber die Trennung davon jetzt nicht unbedingt ein Problem ist. Aber ich freue mich zum Beispiel wahnsinnig drüber, wenn ich 5, 6, 7, 10 Jahre später in eine Wohnung reinkomme oder zu jemandem komme, der Bilder von mir hat und ich sehe meine Arbeiten. Weil dann kann ich es fast schon wie ein Betrachter sehen. Und das ist was ganz Tolles. Das mag ich wahnsinnig gern. Man setzt sich ja jetzt nicht hin und sagt, wumms, jetzt bin ich kreativ. Und dann kommt man drauf, dass man irgendwie steckt.
Aber gerade das interessiert mich, also gerade wenn es so schwieriger wird, weiß ich, dass man durch das Suchen auch variantenreicher wird. Das heißt, Stillstand und Blockade kennst du in dem Sinn gar nicht? Nein, ich kenne es schon. Es gibt genug Phasen, wo einfach tagelang gar nichts rauskommt. Aber das heißt nicht, dass ich in der Zeit nicht arbeite. Das heißt nur, dass nichts rauskommt dabei. Ja? Und dass dann der Versuch da ist, etwas zu machen. Ja? Und irgendwann kann man es dann nicht mehr erzwingen. Also es gibt schon Phasen, wo ich sage, das hat halt überhaupt keinen Sinn. Da treffe ich lieber Freunde oder geh weg oder hör einfach auf oder geh schlafen oder was auch immer. Ja? Oder schauen wir einen Film an, gehen in ein Museum, in eine Ausstellung, holen wir irgendwo anders Inspiration. Es muss ja nicht immer aus einem selber rauskommen. Ne? Wie überwindest du solche Phasen? Mit den klassischen Klischees ablenken, weggehen, Menschen treffen, was man dann halt so tut. Aber überwinden in dem Sinn würde ich es gar nicht nennen, weil ich habe jetzt nach 30 Jahren nicht mehr so die Angst, dass auf einmal ich werde nie wieder ein gutes Bild machen und es wird nie wieder was Ordentliches passieren. Das habe ich früher schon gehabt, überhaupt man hat ein besonders gutes Bild gemacht. In dem Moment hat man sich gedacht, oh Gott, das ist super. Aber ich werde nie wieder so ein gutes Bild machen. Ja? Also das kennt sicher jeder, das kennt wahrscheinlich jeder Musiker beim Komponieren und so weiter und so fort. Manchmal stimmt es ja auch, manchmal kann ja eine Phase aus sein. Ja? Und die Erfahrung habe ich noch nicht gemacht, bis jetzt war es noch nicht aus. I'm making off.